Fürs Feiertagsmagazin gegen Wolfsburg gilt, never change a winning team. Zumindest was den Gast angeht. Es ist der gleiche wie im Hinspiel. Als Moderator kommt anstatt Nobby Dickel diesmal allerdings unser Top-Joker Patrick Ovomoyela zum Einsatz. In Wolfsburg konnte sich unser BVB mit 1:0 durchsetzen. Und mein heutiger Gast hatte einen riesen Anteil daran mit einer eleganten Kopfballvorlage. Davon sehen wir aber später mehr. Ihr wisst wahrscheinlich, wer heute schon hier neben mir Platz nehmen wird, nämlich Thomas Delaney, ein echter Siegertyp und Gold wert für unsere Farben. Der Last-Minute-Erfolg in Berlin, Sinnbild für die Comeback-Qualitäten der Borussia in dieser Saison. Schon 6 Siege nach Rückstand. Mentalität wird groß geschrieben beim BVB. Ein Garant dafür Thomas Delaney. Unsere Nummer 6, robuster Zweikämpfer, Stabilisator, Umschaltmaschine. Seine oberste Prämisse: Verlieren verboten. Dafür gibt er alles und geht dahin, wo es weh tut. Natürlich auch ins Feiertagsmagazin. Na, so doll wird sie heute nicht wehtun. Zum zweiten Mal ist er Gast in dieser Sendung, zum zweiten Mal vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Und beim letzten Mal hat es richtig gut geklappt. Insofern nehmen wir das einfach mal als Omen. Schön, dass du hier bist, Thomas. Dankeschön. Meine Lieblingsszene, wie du auf den Boden haust. Das zeigt ja so ein bisschen, dass du diesen Ehrgeiz, diesen Willen hast. Wo kommt das her, dass du diesen absoluten Willen, Siegeswillen hast? Keine Ahnung. Kommt von, wann ich war ganz jung. Dann hatte ich vielleicht ein bisschen zu viel. Ich war echt laut und war vielleicht nicht der einfachste Person als Mitspieler. Aber von wo es kommt, keine Ahnung. Aber es war immer so. Man musste dich sogar ein bisschen bremsen, weil du dir sogar deine Teamkameraden zur Brust genommen hast. Ist das richtig? Ja, das war nicht immer positiv. Und jetzt probiere ich immer positiv zu sein. Das ist wichtig. Das ist schon mal gut. Vielleicht hat es ja so ein bisschen auch was mit deinem Nachnamen zu tun. Ich habe gehört, Delaney heißt im Irischen oder im Gälischen zum Krieger geboren. Wusstest du das? Hatte keine Ahnung. Ja, siehst du. Ehrlich? Hier lernt man noch mal richtig was. Bei unserem letzten Spiel in Berlin jedenfalls war Thomas immer da, wo es brannte. Und deswegen gucken wir jetzt mal zurück, aber mit einem kleinen Augenzwinkern. Ob Thomas vor der Partie bereits etwas ahnt? Vermutlich nicht. Es wird auf jeden Fall ein verrückter Abend in Berlin mit Happy End, auch wenn der Start erstmal gründlich daneben geht. Der Däne noch mit elegantem Rettungsversuch, leider vergeblich. Unsere Nummer 6 aber schon kurz darauf mit der richtigen Antwort. Ein perfekter Schuss, genauso wollte er den haben. Ronnie O'Sullivan lässt grüßen. Die Freude allerdings nur von kurzer Dauer. Thomas muss mit ansehen, wie die Berliner seinen Mitspieler ausnocken wollen. Dank Jules Reflex ohne Erfolg, aber leider mit Elfmeter. Doch auch dieser Schock ist schnell verdaut. Ecke von links, Delaney natürlich wieder mittendrin. Zumindest nach dem Tor. Perfekter Sprung übers Hindernis und weiter geht's. Der BVB will ja schließlich noch gewinnen. Thomas nimmt die Sache selbst in die Hand, aber diesmal zielt er etwas ungenau. Kein Gegenspieler als Bande vorhanden, das kann ja nicht funktionieren. Jetzt aber bloß nicht die Nerven verlieren. Alle cool bleiben. Oder eben auch nicht. Jetzt läuft langsam die Zeit davon, nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Endlich der erlösende Moment. Doch was macht eigentlich Delaney? Der zeigt Jadon und Marco, was ein echter Wikingerschrei ist. Emotionen müssen ja schließlich irgendwie raus. Ja, Emotionen müssen raus. Und ein bisschen Spaß muss auch sein. Ich habe in dem Zusammenhang mal recherchiert. Ihr habt, wenn man immer nach 83 Minuten abgepfiffen hätte, hätten wir 11 Punkte Rückstand in der Liga. 7 Tore habt ihr in der Nachspielzeit schon erzielt. Ich glaube, das sagt so ein bisschen was aus, oder? Über den Charakter der Mannschaft? Ja, ich bin ein bisschen überrascht, das ist viel Punkte. Aber klar, auch am Anfang der Saison haben wir viele Spiele, wo es war ein bisschen Wahnsinn hier zu Hause. Und natürlich sagt viel von der Mannschaft, wie wir immer so
gewinnen wollen und auch wenn es sieht echt schwer aus. Ja. Mit der dänischen Nationalelf hattest du auch ein verrücktes Spiel, jetzt zuletzt 3-3, aber ihr lag bereits 3-0 hinten gegen die Schweiz. Auf der anderen Seite stand ein guter Freund, Manuel Akanji. Hat der nach dem Spiel noch mit dir gesprochen oder war der völlig fertig? Nein, wir haben kurz gesprochen. Er war überrascht, glaube ich. War ich auch. War 6 Minuten zurück und ein bisschen extra Zeit, 3-0 hinten. Das war, ja, ich habe das niemals probiert. Naja, aber es ist schon so, dass man dann hinterher trotzdem wieder Freunde ist, oder? Auf dem Platz bekämpft man sich ein bisschen. Klar, natürlich. Er ist überhaupt nicht mein Freund im Spiel, nee. Aber nach dem Spiel ist es natürlich anders. Und wir können gut reden und auch lachen nach diesem Wahnsinnsspiel. Ja, gut. Mit dem FC Kopenhagen hast du oft um die Meisterschaft gespielt. Hier geht es ja jetzt auch wahnsinnig eng zu für die letzten Wochen. War es da auch mal so eng? Hattest du auch mal so verrückte Spiele mit dem FC Kopenhagen, so kurz vor Meisterschaftsende quasi? Ja, war ein paar Spiele vielleicht, wo es ist, aber nicht so viel wie hier. Nicht so viele späte Toren und so. Aber natürlich haben wir auch Schwerspiele gehabt, aber das ist nicht so. Ich habe kein Training für das. Ja. Das kommt nur von der Mannschaft. War denn die Meisterschaft auch mal so eng, wie es jetzt hier ist? Also dass wirklich Kopf an Kopf, Punkte Gleichstand und in die Zielgerade? Nein, an unseren besten Jahren waren wir ganz vorne. Klar vorne. Ja, aber ich habe auch in dieser Zeit das Meisterschaft verliert und auch gewonnen. Das geht immer so. Man kann gewinnen und man kann verlieren. Und so wird das jetzt auch bei uns beiden sein. Wir machen einen kleinen Zweikampf. Wir spielen nämlich Dönnekes mit Fritz. Thomas Delaney's Mitspieler Dan Axel Zagadou ist ein echter Riese. Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg ist allerdings noch 1 Zentimeter länger als er. Mit 1,97 ist der Holländer im Moment der größte Feldspieler der Bundesliga. Okay, auf 3, ja? Hast du verstanden? Ja. Auf 3. 1, 2, 3. Und, Fritz? Das ist richtig. Bis vor kurzem hatte dieses Prädikat noch Jannik Vestergaard inne, Thomas Delaneys Kollege in der dänischen Nationalmannschaft. Southampton. Leipzig ist mit Abstand der jüngste Klub in der Bundesliga. Die Sachsen gibt es erst seit 10 Jahren. Von den aktuellen Bundesligisten kommen danach aber schon unser jetziger Gegner Wolfsburg und der BVB. Klar, alles klar? 1, 2, 3. Wird auf jeden Fall unentschieden im Moment sein. Fritz, klär uns auf. Das ist richtig. Man mag es kaum glauben, aber das stimmt. Wolfsburg wurde 1945 gegründet, der BVB bekanntlich 1909. Alle anderen aktuellen Bundesligisten wurden schon vorher gegründet. So alle anderen Mannschaften in der Liga ist? Nee, nicht in der Liga. Wann der Verein gestartet wurde. Und ich habe auch gedacht in der Liga, weil normal Hoffenheim und so Quatsch, das ist ja alles viel kürzer. Aber in der Liga, ja, mein Fehler. Aber ist ja nichts passiert. Fritzele, 3. Frage. Vielleicht kriegen wir eine Entscheidung. Borussia Dortmund hat gegen den VfL Wolfsburg eine positive Pflichtspielbilanz. Gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg ist das nicht der Fall. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Okay, ja, es gab erst ein Spiel gegen diese zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg in der Saison 2001/2002 in der ersten Pokalrunde. Man schied tatsächlich dort mit 0:1 aus. Ei. Na gut, bei uns ist keiner ausgeschieden. Unentschieden bei uns. Wir gucken mal auf den Gesamtspielstand. So, da haben wir dann den aktuellen Punktestand. Nobby immer noch vorn mit 50. Ich habe keine Punkte abgegeben heute, obwohl auch nichts dazu gewonnen. Zu 43 für die Gäste. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das können wir ins Ziel bringen, Nobby. Ich glaube, das schaffen wir. Ins Ziel bringen, gutes Stichwort. Im Hinspiel hat es wirklich gut geklappt. Wir haben es erwähnt.
du warst richtig dran beteiligt und wir wollen uns doch noch mal angucken, wie das da in dem Spiel so gelaufen ist. So, schöne Vorarbeit natürlich von Sancho. Super Assist. Und den wolltest du genau so, oder? 100%. 100%. Gegen die Laufrichtung, so dass Marco nichts mehr machen muss. Hä? Ich denke, du kannst das sehen mit meinem Kopf. Es geht ein bisschen mehr als die Ballrichtung. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel Gel an dem Tag drauf gehabt. Ich weiß War es nicht. nass oder so. Ja. Aber egal. Aber ich meine, eigentlich bist du ja eine Granate mit dem Kopf. Ja, ich glaube, so von meiner Größe bin ich okay. Bist du schon im Kopf stark, oder? Aber vielleicht wolltest du einfach auch nur dafür sorgen, dass Marco wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen kriegt. War ja auch eine schwere Zeit vorher für Marco, ja, ne? Der braucht die Tore. Wichtig, Spieler für uns. Und natürlich, das ist viel besser für die Stimmung in Mannschaft. Sehr wichtig. Siehst du, Teamplayer, absoluter Teamplayer. 8 Spiele noch. Geht richtig um die Wurst. Wie stellst du dich darauf ein jetzt, auf die Zielgerade, auf die Schlusswochen? Ja, wir haben nichts zu verlieren eigentlich. Wir sind im Moment, wo vielleicht keiner hat gedacht vor der Saison, dass wir waren in dieser Stelle mit gleichen Point wie Bayern. So, ich hoffe, so es ist immer einfach zu sagen, dass wir haben nichts zu verlieren, aber ich hoffe, dass es ist so auch im Spiel, dass wir haben dieses Gefühl, dass wir können nur gewinnen, aber trotzdem wissen wir auch, dass wir müssen auch gewinnen, wenn wir so eine Top-Saison wollen haben. Und am Ende dann richtig was zu feiern haben. Das wäre so schön. Genau. Das wäre so schön. Ich wünsche dir da viel Glück bei. Dankeschön. Alles Gute, Thomas. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Natürlich. Ja, und beim nächsten Mal ist Nobby wieder da und sorgt hoffentlich für mehr Punkte auf unserer Seite. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.